Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute ist es endlich soweit, das Wetter spielt mit. Es regnet mal nicht. Das heißt, es ist Zeit, die Hoover X1 Max Pro auf Herz und Nieren in der Praxis zu testen. Und jetzt muss sie tatsächlich beweisen, was sie kann. Kann sie 8K? Ist sie tatsächlich so viel besser als der Vorgänger? Und wie verhalten sich die ganzen Flugmodis? Wir werden in dem Video nicht nur all diese Sachen klären, sondern ich zeige euch natürlich auch, wie kannst du die Drohne manuell mit dem Smartphone steuern und wie funktioniert das jetzt mit dieser neuen Fernbedienung. Das heißt, dieses Video wird interessant, denn hier muss sie sich jetzt tatsächlich beweisen. Die Sonne lacht. Normal würde ich bei der Kamera jetzt Blende 8 einstellen, aber darum geht es heute gar nicht, sondern wir haben perfektes Wetter, um jetzt mal die Hoover X1 Pro Max in meinem Fall auf Herz und Nieren zu prüfen. Sie muss heute tatsächlich beweisen, ob sie all das kann, was uns der Hersteller verspricht. Wir werden ausführlich alle Funktionen testen. Ich werde euch zeigen, kann man tatsächlich 8K damit filmen? Wie sieht dann das Videomaterial danach aus? Dann werden wir natürlich probieren, wie ist das dann so mit der Reichweite? Du kannst die Drohne ja nicht nur autark, also im automatischen Modus fliegen, sondern ja auch manuell, zum Beispiel mit dem Smartphone. Aber wie ist da die Reichweite zwischen dem Smartphone und der Drohne? Beim Vorgängermodell waren es nur 30 Meter. Hier verspricht uns der Hersteller, es sollen bei optimalen Bedingungen bis zu 100 Meter sein. Und wir schauen uns natürlich mal die neue Fernbedienung an mit dem Display. Was kann ich darüber steuern? Was bringt mir diese Fernbedienung? Und vor allem, wie weit ist hier die entsprechende Distanz, die ich zurücklegen kann, bevor ich hier vielleicht sogar einen Verbindungsabriss habe? Und gibt es überhaupt einen? Denn Verbindung zwischen Fernbedienung und Drohne verspricht uns der Hersteller bis zu 1 Kilometer. Ja, all das Fragen, die natürlich aufgeworfen wurden, als die neue Drohne vorgestellt wurde. Und ich zeige euch jetzt Step by Step von der Einrichtung der ersten Flugmodus-Einstellungen bis natürlich zu den ersten Flügen und bis zum wirklich extremen Flug. Was kann die Drohne? Denn sie soll ja jetzt als kleines Update auch über Wasser fliegen können. Das werden wir testen. Und sie soll natürlich auch über einen Abhang fliegen können, ohne dass sie dort verlustig geht. All das, ihr Lieben, gibt es jetzt erbarmungslos in diesem Video. Schauen wir als erstes die Drohne mal im Transportzustand an. So sieht es aus, ist nicht viel größer hier tatsächlich als meine Hand. Was hat sich erneuert? Das Design ist ein bisschen neuer geworden. Wir klappen sie mal aus, dann können wir uns nämlich einige Details ansehen. In dem Fall ist es ja die Pro Max. Die hat rückwärtig im Gegensatz zur Pro nochmal einen Sensor. Das heißt Kollisionserkennung beim Rückwärtsfliegen. Zum Beispiel wichtig, wenn sie vor dir herfliegt. Beide Drohnen haben jetzt einen Gimbal bekommen, der tatsächlich auch dem klassischen Gimbal bei einer Drohne natürlich gleichkommt. Das heißt, wir können jetzt in alle Richtungen das Ganze beim Fliegen ausstabilisieren. Die größte Neuerung, wie ich finde, und wichtigste ist hier an der Seite. Neben der Ladebuchse USB-C haben wir jetzt nämlich einen Steckplatz, und zwar für eine Micro-SD-Karte. Die kann hier verwendet werden, um natürlich die großen Dateien 4K, 8K nicht nur im internen Speicher, denn den hat sie weiterhin zu speichern, sondern natürlich hier auch auf meiner Speicherkarte. Eine Neuerung ist das Display und das Steuerkreuz hier unten. Dafür machen wir die Drohne mal an. Wir drücken hier kurz ein bisschen länger auf diesen roten Startbutton. Ja, jetzt sagt sie gleich was. Ich bin mal ruhig. Sie fährt kurz hoch, die Drohne. So, und dann seht ihr schon, Gimbal ist jetzt hier schon aktiv und damit ist sie dann auch schon einsatzbereit. Länger braucht es nicht. Wir haben jetzt hier auf der Anzeige wichtige Daten, die wir angezeigt kriegen. Wir haben den aktuellen Flugmodus. Wir haben oben rechts den Akku, der angezeigt wird. Und wir können jetzt die Flugmodis entsprechend mit diesem Steuerkreuz hier durchklicken. Und wir bekommen nochmal optisch, allerdings nur in Englisch, angesagt, welchen Modus haben wir. Und eine gute Neuerung. Das heißt, im Grunde brauchst du dein Smartphone jetzt auch für die Einstellungen gar nicht mehr wirklich. Hast du jetzt die Möglichkeit, die entsprechenden Parameter für den jeweiligen Flugmodus einzustellen. Das heißt hier, Zoom Out, sehen wir hier, wir haben eine Einstellung von 9 Meter Entfernung. Das heißt, sie würde jetzt 9 Meter von mir wegfliegen und das in einem sehr hohen Bereich. Sie fliegt also sehr hoch. Diese Parameter kann ich jetzt direkt an der Drohne ändern. Dafür lange raufdrücken auf die linke Seite, dann blinken diese 9 Meter. Auf der rechten Seite kann ich jetzt durchklicken. 1,5 Meter, 3 Meter, 6 Meter
und 9 Meter. In der Mitte das Ganze bestätigen und kann dann jetzt wichtige Einstellungen direkt an der Drohne vornehmen. Braucht nicht zusätzlich mein Smartphone. Das gleiche gilt für die Flughöhe. Auch hier kurz 3 Sekunden rechts drauf gedrückt. Dann steht jetzt hier High. Ich kann das Ganze durchklicken, Low oder Flat. Ja, all diese Funktionen kann ich dann entsprechend einstellen. Und fertig bin ich. Und wer darauf geachtet hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass jetzt hier oben ein Symbol eingeblendet wurde. Das ist nicht sofort da, wenn die Drohne startet, sondern die Drohne, ja, die schaut sich erstmal um, wie sieht das Umfeld aus. Und erst wenn dieses Zeichen hier oben da ist, dann seid ihr auch Cliff Ready. So nennt sich das ja jetzt. Das heißt, ihr könnt über Wasser fliegen. Es ist genug Licht da. Ihr könnt über einen Abgrund fliegen und so weiter. Darauf ganz dringend achten, das Symbol hier muss angezeigt werden. Ja, das war's kurz zur Drohne. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sieht es in der App aus. Das heißt, wenn ihr das erste Mal die Drohne vielleicht habt, ihr habt den Vorgänger noch nicht, wird euch mit Sicherheit interessieren, was kann ich in der App einstellen, welche Einstellungen kann ich vornehmen. Und dafür springen wir jetzt natürlich in die Smartphone-App von Hover, die natürlich entsprechend auch kostenlos ist. Wir starten als allererstes die App, sind dann im Home-Bildschirm und ich habe die Drohne jetzt natürlich schon verbunden. Wenn ihr das erste Mal in die App reingeht, dann fragt euch die App, möchtet ihr die Drohne verbinden? Drohne sollte eingeschaltet sein und dann geht das Ganze auch super easy von alleine. Danach gehen wir in den entsprechenden Hover-Bildschirm. Der ist hier unten, der zweite Button von links. Und dann sehen wir schon 2 entsprechende Icons hier. Ich finde, das Ganze ist ziemlich gut aufgebaut. Wir kommen hier ins Hover-Album. Das heißt, alle Videos, die wir schon aufgenommen haben, sind hier gespeichert und zu den Settings. Bevor wir aber reingehen zu den Settings, also zu den Einstellungen, möchte ich euch nochmal hier die Flight Modis zeigen. Und zwar gehen wir da rechts neben. Das ist nämlich ziemlich lustig gemacht. Ihr habt nämlich hier eine Übersicht über die entsprechenden Flugmodis, die mir hier angezeigt werden. Und wenn du nicht weißt genau, ja, warum geht es da, klickst du kurz rauf und dann zeigt dir dieses lustige, etwas pummelig geratene Männchen hier an, wie dieser Flugmodus funktioniert. Wie zum Beispiel hier dieser Hover-Modus. Das heißt, die Drohne schwebt und du kannst zum Beispiel etwas davor bewegen oder was auch immer. Zoom out, gleiches Prinzip. Du stehst, die Drohne fliegt weg von dir. Basic, follow me. Das heißt, du läufst ganz schnell vor der Drohne weg. Die Drohne fliegt dir hinterher. Ja? Und ich glaube, der Rest ist auch selbsterklärend. Das heißt, das nochmal ziemlich cool für all diejenigen, die sagen, ich mache das erste Mal. Was bedeutet denn dieser Flugmodus? Schaut es euch ruhig mal an. Das ist definitiv auf jeden Fall mal einen Blick wert. Dann gehen wir in die Einstellungen. Dann seht ihr hier schon, ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen technisch. Wir können jetzt auch in der App nochmal zusätzliche Einstellungen für die Drohne vornehmen. Und zwar seht ihr schon, ja, ich habe bei vielen Flugeinstellungen 4K 60 Frames oder 8K 30 Frames eingeschaltet. Und jetzt kommt der erste kleine, wie ich finde, Dämpfer. Denn 8K, kann sie die? Ja, sie kann 8K. Allerdings muss man sagen, dass sie die tatsächlich nur im manuellen Flugmodus kann und in einigen ausgewählten Automatikmodus. Denn ich denke, dass der Prozessor in dieser wirklich ja kleinen Drohne damit dann einfach ein bisschen überfordert ist. Das heißt, überall, wo dich die Drohne tracken muss, kannst du nicht in 8K filmen. Ja, den Zahn, den müssen wir jetzt uns leider schon ziehen lassen. Aber wir gehen mal hier rein, erste Einstellungen. Dann können wir hier zum Beispiel einstellen im Flugmodus als allererstes Duration. Das heißt, wir können sagen, wie lange soll die Drohne filmen, wie lange soll sie diesen Modus machen. Entweder kontinuierlich oder für maximal 30 Sekunden. Soll sie mich dabei tracken? Nein oder ja. Welchen Video- oder entsprechend Fotomodus soll sie einstellen? Hier könnt ihr nur Video auswählen. Es gibt Flugmodis, da könnt ihr sowohl Video als auch Foto gleichzeitig auswählen. Dann Shooting Mode, normal, HDR oder auch ziemlich genial, Slow Motion. Und je nachdem, welche Einstellung ihr hier vornehmt, könnt ihr dann auch entsprechend die Framerate einstellen. Das heißt, wir gehen auf Normal. Dann können wir vom Vertical Mode in den Horizont Mode wechseln. Das heißt, ihr könnt das Ganze optimieren, wenn ihr zum Beispiel für Insta aufnehmen wollt. Und wir haben nochmal einen digitalen Zoom. Auch den können wir hier einstellen. Das heißt, wir bleiben beim normalen Einstellungen. Dann entsprechend die Einstellungen. Ja? Ihr seht hier, wir können Full HD einstellen, wir können 4K einstellen und wir können hier von 24 bis 60 Frames uns das Ganze einstellen. Hier ist es nicht möglich, in 8K zu filmen, da uns die Drohne entsprechend trackt. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das Encoding einzustellen, das heißt einmal H264 und H265. Bei nicht jedem funktioniert dieses H265, müsst ihr halt ein bisschen aufpassen oder das Ganze mal ausprobieren. So, und dann könnt ihr zum Beispiel diesen Modus direkt an die Drohne übertragen und mit den Einstellungen, die ihr hier vorgenommen habt, fliegt
dann die Drohne. Das heißt, hier haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und hier nehmen wir mal einen Modus, diesen Zoom-Out-Modus. Da trackt euch ja zwar die Drohne, aber nicht aktiv. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, dass wir entsprechend 8K einstellen können. Dann seht ihr es hier, Full HD, 4K, 8K, 8K bis zu 30 Frames. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Foto, Video oder Video und Foto einzustellen. Wählen wir Video und Foto, haben wir wieder kein 8K zur Verfügung. Das heißt, je nachdem, welche Einstellung ihr in bestimmten Flugmodis vornehmt, habt ihr entweder die 8K oder ihr habt nicht die 8K zur Verfügung. So, wir werden jetzt mal was ganz Einfaches machen. Wir fliegen und dann springen wir nochmal zurück in die App. Das heißt, ich zeige euch als allererstes natürlich den Hover-Modus. Und das Gute ist, dass wir im Hover-Modus zum Beispiel den Ton über unser Smartphone aufnehmen können. Das ist nämlich hier unten eine Funktion, die hat ja die 1er auch schon. Das heißt, ihr habt das eingeschaltet. Wenn ich jetzt meine App mit der Hover aktiv verbunden habe, wird der Ton aus meinem Smartphone an die Hover übertragen und ich kann den dann zusammen mit dem Videomaterial aufzeichnen. Das ist absolut genial. Das heißt, ihr braucht im Grunde kein externes Mikro. Also ihr Lieben, wir beginnen mit der Funktion Hover. Hover-Modus. Die Drohne schwebt und zeichnet auf. Je nachdem, was ihr eingestellt habt, entweder 30 Sekunden, landet dann autark auf dem Boden. Das würde ich euch nicht empfehlen, sondern den Continuous-Modus einschalten. Den haben wir jetzt hier. Das heißt, wir starten die Drohne. Dafür auf die Hand auflegen, Drohne startet. Sie muss zu eurem Gesicht gucken und dann trackt sie euch. So, jetzt hat sie mich gefunden. Man sieht es ja auch, das Licht ist angegangen. Ihr seht auch, es ist heute ein bisschen windig. Ja? Die Flügel gehen ein bisschen schräg, die Drohne steht nicht ganz still. Aber ich hoffe, dass sie das natürlich gut ausgleicht. Der Gimbal tariert die ganze Zeit aus. Die rote Lampe geht an, signalisiert euch, Drohne zeichnet auf. So, und jetzt lassen wir sie landen. Das geht ganz einfach, indem ihr einfach die flache Hand nehmt, sie unter die Drohne haltet, die erkennt das und sollte dann entsprechend landen. Ja, das heißt, das rote Licht geht aus, Aufzeichnung wird beendet und Drohne landet dann. Hier habt ihr gesehen, die Drohne fliegt im Grunde vor euch her, beziehungsweise bleibt sie stehen. Ihr könnt einen Text einsprechen oder euch einfach dabei filmen. Wir gehen in den nächsten Modus und zwar in 4K. Wir gehen in 8K. Dafür ändern wir das Ganze nochmal auf nur Video und dann schauen wir uns mal die 8K-Qualität an. Das heißt, jetzt Zoom Out. Wir wählen die höchste Distanz. Das sind in dem Fall 9 Meter, die sie wegfliegt und wieder ranfliegt zu mir. Und das nehmen wir mal auf in 8K und in 30 Frames. Zoom-Out-Mode, 9 Meter Entfernung, das heißt, sie geht 9 Meter von mir weg und sie zeichnet auf in 8K. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Gleiches Prozedere, raufdrücken, via Gesicht halten, dann sollte die Drohne starten. Ja, es ist heute tatsächlich ein bisschen windig und das ist tatsächlich auch mal eine gute Voraussetzung. Die Drohne erkennt mich, es geht das rote Licht an, sie zeichnet auf, fliegt dann von mir weg, 9 Meter sollte sie es tun. Während sie wegfliegt, nimmt sie ein Video auf, dann stoppt sie kurz, startet das zweite Video, während sie wieder zu mir kommt. Ja, fliegt jetzt auf mich zu, sollte dann in dem Bereich wieder entsprechend schweben, wo ich sie losgelassen habe. Aktuell ist das rote Licht noch an, ja, sie kommt schon wieder ganz gut hierher. So, und jetzt sollte, jetzt kommt sie aber dicht, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Video ist ausgegangen, ich halte die Hand runter und sie landet dann wieder zielsicher auf meiner Hand. Wir gehen in den nächsten Flugmodus, in den Follow-Flugmodus. Hier können wir uns entweder kontinuierlich verfolgen lassen, bis wir die Hand unter die Drohne halten und sie weiß, okay, jetzt hörst du auf zu filmen, ich lande jetzt. Das lassen wir eingestellt. Dann machen wir eine dichte Distanz. Das heißt, auch hier könnt ihr auswählen, welche Distanz die Drohne von euch halten soll. Ist nicht angegeben in Metern oder wie auch immer, sondern entsprechend nur in diesen Angaben. So, und dann gehen wir in den Videomodus. Hier seht ihr, können wir Video und Foto nicht gemeinsam auswählen, aber wir können in 4K 60 Frames auswählen. Und das machen wir jetzt. Die Drohne soll mir folgen. Am besten ist es, dass ihr die Drohne natürlich so startet, dass ihr entgegengesetzt eurer Laufrichtung startet. Ich werde jetzt weggehen von der Kamera, starte also die Drohne genau in die entgegengesetzte Richtung. Auch hier muss sie mich natürlich wieder tracken. Das Ganze zählt kurz runter. Ja. Sie hat mich und die Aufnahme beginnt. Das rote Licht leuchtet. Und solange ich jetzt laufe und nichts anderes mache, meine Hand nicht runterhalte, wird sie mich verfolgen. Und genau das machen wir mal. Wir gehen einfach mal ein kleines Stück weg. Ich blende euch natürlich hier das Original-Footage ein aus der Drohne. Das heißt, ja, das macht sie sehr gut. Wenn ich sie landen möchte, muss ich jetzt einfach auch nur meine Hand drunter halten. Und das Ganze endet dann, indem die Aufnahme als erstes gestoppt wird
und die Drohne dann bei ein bisschen Wind, aber trotzdem sehr zielgerichtet auf meiner Hand landet. Das heißt, auch der Modus, seht ihr, funktioniert problemlos. Problemlos, aber auch in der Kurve. Das werden wir jetzt mal probieren. Und zwar starten wir sie nochmal neu und dann gehe ich mal einen kleinen Kreis und guck mal, wie sie mir da hinterher kommt. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal, starten auch nochmal hier. Ja, zack. Jetzt nimmt die Drohne auf, ich blende euch das Bild ein und wir laufen jetzt einfach mal so ein kleines Stück im Kreis. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein kleines bisschen weiter weg und vielleicht möchte ich meine Richtung ändern, weil ich irgendwo anders lang laufe. Das heißt, die Drohne, und auch das habe ich ja schon mit der ersten Version ausprobiert, sollte mir zielgerichtet folgen. Das heißt, wir gehen jetzt mal so einen kleinen Halbkreis, bis wir dann wieder vor der Kamera sind. Ich euch das Ganze noch mal zeigen kann. Ja, und dann sollte sie mir gefolgt sein und das macht sie sehr zielsicher. Das heißt, zum Stoppen der Drohne muss ich jetzt einfach nur einen kleinen Schritt auf sie zumachen. Vielleicht sind es auch zwei. Halte meine Hand drunter und dann landet die Drohne wieder mal zielgerichtet auf meine Hand. Also auch die Follow Me Mode, das Verfolgen problemlos in 4K und 60 Frames. Nächster Modus, der Orbit-Modus. Orbit-Modus, auch hier können wir Einstellungen vornehmen. Ja, Sie sollen mich zum Beispiel in 1,5, 2,5, 4, 6 oder auch 10 Meter umkreisen. Wir nehmen jetzt mal die 6 Meter in einem tiefen Winkel und dann können wir entsprechend eingeben. Und das finde ich sehr gut. 90 Grad, 180, 360, 720 und 1080. Das heißt, sie umrundet mich dann tatsächlich mehrmals. Wir nehmen mal die vollen 360 Grad. Dann haben wir hier den Videomodus. Auch hier könnt ihr Foto, Video, Video und Foto. Wir nehmen nur den Videomodus. Dann entsprechend in 4K. Auch hier stehen keine 8K zur Verfügung. In 60 Frames und fangen an mit dem Modus, der uns hier umkreist. Nächster Modus, Orbit Me. Die Drohne soll mich umkreisen und zwar einmal volle 360 Grad. Dabei könnt ihr in der App noch einstellen, in welcher Richtung die Drohne fliegen soll. Also ob sie linksrum oder rechtsrum fliegen soll. Wir starten das Ganze mal und ihr könnt es euch anschauen. 6 Meter ist jetzt der Orbit, in dem die Drohne mich umkreisen soll. Das heißt, auch hier starten wir sie. Dann ist es ja im Grunde egal. Und jetzt hoffe ich, dass, ja, sieht mich, sie geht jetzt ein Stück zurück auf diese entsprechende Distanz. Sie hat mich jetzt erstmal getrackt, fliegt dann rückwärts und dann geht das Licht an. Ja, jetzt geht das Licht an. Jetzt geht das Licht an und ihr seht jetzt Original-Footage aus der Drohne, ja, während sie mich hier umkreist. Auch hier könnt ihr natürlich die Distanz, wir haben jetzt eine sehr tiefe Distanz, ja, vom Boden könnt ihr entsprechend auswählen. Das heißt, hier gibt es nochmal 2 höhere Stufen. Auch die werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wir nehmen jetzt erstmal die niedrigste, haben jetzt eine volle Umkreisung. Und jetzt ist das Licht aus, das heißt, der Kreis ist zu und die Drohne kommt tatsächlich auch wieder zu mir zurück. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Du musst jetzt nicht hinlatschen, wo auch immer die Drohne ist. Vielleicht hast du sie ja doch über einen kleinen Abhang hinausgescheucht, sondern ihr seht, sie kommt zurück und landet hier wieder zielsicher. Das heißt, wir machen nochmal eine Umrundung. Dafür ändern wir natürlich die entsprechenden Einstellungen von der Höhe. Dann gehen wir mal rauf und ändern das mal in sehr hoch. Und wenn wir das geändert haben, gibt es jetzt hier das nächste Video mit der Umkreisung auf einer hohen Distanz. Orbit. Zusätzlich habe ich jetzt nochmal den Radius verändert. Ich bin jetzt auf die hohe entsprechende Perspektive gegangen und habe auch nochmal den Radius auf 10 Meter erweitert. Das heißt, die Drohne sollte mich jetzt tracken und natürlich in einem hohen Bereich und das in einem Abstand von 10 Meter hier umkreisen. Und ich gucke mir das hier gerade an, ja, ich verfolge es immer so ein bisschen. Ihr seht mich ja hier auf dem Display, 10 Meter ist natürlich weit weg. Da habt ihr einen super Winkel, gerade mit der Einstellung der Kamera. Also die ist ja sehr weitwinklig. Das heißt, die Kamera umkreist mich jetzt hier super. Das heißt, ja, auch das eine nette Einstellung, wenn du mal eine höhere Perspektive haben willst, wo du quasi ein bisschen auf dich herabblicken willst, auch mal das Ganze um dich herum ein bisschen filmen willst. So, der Kreis, der ist gleich voll. Das heißt, die Drohne geht dann wieder runter auf die Startposition und kommt natürlich, nachdem sie das Video beendet hat, wieder zu mir zurück. Jetzt ist es so, ich habe es gesehen, das Ganze in dem entsprechenden Winkel nach unten. Das heißt, sie geht nicht erst runter, kommt dann zu mir, sondern aus der Startposition geht sie weiter runter. Und da kommt sie ins Bild und ich brauche nur noch die Hand runterhalten und schon haben wir die Drohne wieder.
Nächster Modus, Bird-Eye-Modus. Den finde ich ziemlich interessant. Das heißt, du hast quasi die Vogelperspektive. Du kannst auch hier einstellen, in welcher Höhe die Drohne steigen soll, während sie dich filmt. Wir nehmen hier mal tatsächlich das Maximum, die 15 Meter. Und dann können wir eingeben, ob die Drohne sich beim Steigen und Sinken leicht dreht. Das ist ein ziemlich genialer Effekt. Deshalb machen wir mal hier auf Slow. Die Geschwindigkeit der Rotation könnt ihr einstellen. Auch hier wählen wir den Videomodus. Ihr seht hier, dass wir entsprechend alle Einstellungen gelassen haben. Auch hier können wir jetzt 8K auswählen und das machen wir auch. Wir nehmen 8K und 30 Frames. Das ist eine ziemlich coole Einstellung und damit filmen wir jetzt. Bird Eye, also die Vogelperspektive. Ich bin jetzt mal aufs Maximum gegangen. 15 Meter und einen leichten Spin habe ich eingestellt. Das heißt, wir werden jetzt das gleiche wieder machen. Wir lassen uns die Drohne, wird uns erstmal tracken. Das heißt, wieder vors Gesicht halten. Und wenn sie uns erkannt hat, dann steigt sie ein kleines Stück über mich. Ja, der Gimbal geht nach unten, dreht sich nach unten und jetzt ist sie so ungefähr, ich möchte mal sagen, 1,5 Meter über mir. Und jetzt beginnt auch das Video. Das heißt, sie steigt, sie geht über deine Position. Das finde ich cool, dass sie nicht da steigt, wo du sie hochhältst, sondern sie nimmt ein bisschen Abstand, kommt zu dir in einer gewissen Höhe, dass sie dir nicht selber gegen den Kopf fliegt und dann startet sie die Aufnahme. Sie geht jetzt einmal 15 Meter nach oben mit so einem leichten Spin. Dann beendet sie wiederum das Video und dann, während sie dann wieder runtersteigt, sinkt, dann startet sie das zweite Video. Das ist ziemlich cool, wenn ihr bestimmte Aufnahmen machen wollt, weil ihr habt dann nämlich natürlich immer 2 Clips. Aber das macht sie generell, egal ob sie von dir wegfliegt, auf dich zukommt, all diese Optionen, außer natürlich die Umrundungsoptionen. Da ist es so, dass du immer 2 Videoclips bekommst. So, jetzt gucken wir mal, ob sie mir jetzt auf den Kopf fliegt. Sie kommt nämlich gerade wieder runter, zeichnet ja auch währenddessen auf, bleibt dann stehen in sehr gebührendem Abstand und kommt dann vor mir zum Stehen. Und auch jetzt Hand runterhalten und fertig ist. Ich habe die Drohne wieder. Nächster Modus, Dolly-Track-Modus. Dolly-Track-Modus, die Drohne fliegt vor dir her. Auch ziemlich interessant. Auch hier nehmen wir das Ganze kontinuierlich oder entsprechend 30 Sekunden auf. Wir lassen das Ganze kontinuierlich. Hier können wir Videomodus auswählen. Und auch hier haben wir leider nur 4K und 60 Frames zur Verfügung. Und damit geht's los. Ich zeige euch jetzt mal den Dolly-Track-Mode. Dolly Track, das war tatsächlich bei der ersten ein bisschen tricky. Das heißt, die Drohne fliegt vor dir her. Sie dann zu bekommen, wenn du kontinuierlich aufgezeichnet hast, war ein bisschen schwierig. Sie ist mir da auch schon mal ins Gebüsch geflogen. Es soll ein neues Symbol geben. Ja? Du sollst quasi so ein X-Cross machen über deinem Kopf und dann soll sie aufhören, stehen bleiben und du sollst sie kriegen. Ob das funktioniert, ja? Das schauen wir uns jetzt mal an. Das heißt, die Drohne natürlich in die richtige Richtung ausrichten. Sie wird mich jetzt tracken und dann geht's los. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob das funktioniert. Das heißt, sie geht erstmal auf die Ausgangsposition. Dort bleibt sie jetzt stehen. Sie zeichnet bereits auf. Und jetzt gehen wir mal auf die Drohne zu und schauen mal, wie das Ganze aussieht. 4K, entsprechend mit 30 Frames. Das Ganze zeichnet auf. Sie wackelt schon ganz schön. Ich bin jetzt tatsächlich aufs Footage gespannt. Ihr seht es ja. Und jetzt würde sie nicht aufhören. Jetzt probiere ich das tatsächlich mal mit diesem X. Ja, ob sie dann aufhört, ob sie das erkennt. Da bin ich ja wirklich gespannt. Und sie hat es erkannt. Aufnahme ist beendet. Das heißt, die Drohne hat jetzt aufgehört zu filmen. Ich kann sie dann auf dem Schwebemodus wieder zu mir nehmen. Das ist ein großer Vorteil, ja? Auch wenn ihr aussieht, als ob ihr erstmal irgendwie auf dem Flughafen arbeitet. Das ist ein großer Vorteil, weil ihr kriegt so zielsicher so auch tatsächlich dann wieder die Drohne. Eine neue Funktion ist der Side-Track. Das heißt, die Drohne kann euch jetzt auch seitlich verfolgen. Das ist ein neuer Modus, den gab es in der ersten noch nicht. Auch hier lassen wir die Drohne kontinuierlich uns verfolgen und schauen uns das mal an. 4K, 60 Frames. Auch hier haben wir die Möglichkeit, wie in vielen anderen Moduseinstellungen, entsprechend in HDR, Normal oder Slow Motion aufzunehmen. Wir beginnen das Ganze einmal seitlich mit 60 Frames und danach machen wir noch mal eine Einstellung mit 120 in Slow Motion. Flugmodus Side-Track, das ist ein neuer Modus und zwar kann mich oder soll mich die Drohne jetzt auch seitlich verfolgen. Dafür natürlich Drohne wieder ausrichten und am besten so ausrichten in die Richtung, in die ihr lauft und dann schon seitlich. Das heißt, auch das machen wir mal. Ja, wir starten dafür die Drohne, ausgestreckte Hand. Ja, dann fliegt sie schon so leicht neben mir, geht ein bisschen höher, den entsprechenden Radius, die Höhe habe ich eingestellt. Sie nimmt jetzt schon auf und jetzt laufen wir einfach mal los und schauen mal, was die Drohne daraus macht. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen darauf verlassen. Sehe da vorne natürlich den Schatten der Drohne. Gehe mal so eine kleine Runde. Ja, und guck mal, was sie macht, wenn ich jetzt umdrehe. Ja, sie ist weiter noch auf mich gerichtet. Man sieht es sehr schön, der Gimbal ist ausgerichtet
und sie fliegt neben mir her. Man sieht es vielleicht ein bisschen, es ist sehr, sehr windig. Ja, die Drohne hat immer wieder zu tun, das Ganze nach- und auszusteuern. Da bin ich tatsächlich gespannt. Wie halte ich das Ganze jetzt an? Das ist eine gute Frage. Ich stecke jetzt meine Hand aus. Das heißt, ja, jetzt hat sie aufgehört zu filmen und landet dann auch zielsicher. Jetzt hat die Windböse doch ein bisschen erfasst. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Kam eben so eine Husche, musste ich einmal kurz nachgreifen. Aber auch das funktioniert einwandfrei. Sie verfolgt mich jetzt ein bisschen seitlich. Wenn ich mich umdrehe, bleibt sie auf der Seite, dreht jetzt nicht, ändert jetzt nicht die Richtung. Ist ja wichtig, wenn du irgendwo Sträucher hast, sondern bleibt auf der Seite und verfolgt dich. Ziemlich geniale Geschichte. So, was ist denn jetzt noch offen? Ja, jetzt wollen wir doch mal die Frage klären, wie ist es denn, wenn ich manuell fliegen will? Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die probieren wir mit dem Smartphone. Das heißt, ich starte jetzt mal hier mein Smartphone, verbinde das Ganze miteinander und dann gehe ich mal in den manuellen Modus. Damit ihr das Ganze sehen könnt, mache ich natürlich hier nochmal einen Screen Record an. Das heißt, ich starte mal hier entsprechend meine Bildschirmaufnahme. So, Übertragung starten, damit ihr natürlich auch sehen könnt, was sehe ich. So, das heißt, mein Bildschirm wird jetzt übertragen. Ich starte die Hover App und gehe unten rechts in diesen grünen Button manuelle Kontrolle. Dann verbindet sich Smartphone und die Drohne nochmal miteinander. Ich frage mich nochmal, möchtest du per WLAN das Ganze verbinden? Und per WLAN die Verbindung können wir also schon so ein bisschen davon ausgehen, naja, das wird nicht ewig weit reichen. Beim Vorgängermodell war bei 30 Meter Schluss. Ja, jetzt bin ich hier zu sehen, ich richte mal die Kamera auf mich, so sieht das Ganze aus. War bei 30 Meter Schluss. Wie sieht es jetzt hier aus? So, ich halte die Drohne noch in der Hand, drehe das Bild mal nebenbei. Wir gehen mal oben in die Kameraeinstellungen. Und zwar gehen wir dafür oben auf das Einstellungssymbol, auf die Kamera-Settings und dann gehen wir hier auf 8K. Wir werden in 8K bleiben, haben dafür natürlich aber keine HDR-Möglichkeit zum Einstellen. Gehen wir auf HDR, springt er zurück auf 4K. Wir gehen normal, wir wollen ja mal die 8K testen, gehen auf 8K und dann, zack, gehen wir zurück. So, da haben wir hier die Übertragung. Die ist auf dem Smartphone schon so ein bisschen pixelig, muss ich sagen. Was machen wir jetzt? Wir starten die Drohne. Dafür ganz einfach auf der Hand halten. Nochmal oben den Hauptbutton gedrückt halten und dann starten wir das Ganze mal. Ja? So, zack. Also, Drohne ist jetzt gestartet. Guckt zu mir. Ich starte euch gleichzeitig nochmal die Aufnahme. Über Smartphone ganz einfach Button drücken. Ihr zeichnet sie auf. So, jetzt haben wir zwei Steuerknöpfe. Links, damit können wir die Höhe ändern. Hoch, runter. Ja, das Ganze auch ziemlich rasant. Können nach links drehen, können nach rechts drehen. Rechter Steuerknöppel. Wir fliegen zurück. Wir fliegen nach vorne. Wir können die Drohne nach links und nach rechts schweben lassen, also so wie wir es kennen. Eine Zusatzfunktion ist noch, dass wir den Gimbal noch hoch und runter richten können. Das heißt, so ein bisschen auf uns ausrichten. Das finde ich ziemlich genial. Jetzt fliegen wir mal und wir fliegen mal ein Stück zurück. Die Drohne steht tatsächlich so ein bisschen seitlich wegen dem Wind. Und guck mal, wie weit geht sie dann? Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal von uns weg. Lassen da derweil das Ganze mal aufnehmen. Ja, und wir fliegen und wir fliegen und wir fliegen. Wir haben keine Distanzanzeige. Also ich kann euch jetzt im Grunde gar nicht sagen, wie weit bin ich weg. Ich guck mal, was ist so das Maximum? Hört er dann irgendwann auf? Hört die Drohne auf zu filmen? Was macht sie? Sie ist jetzt schon so weit weg, dass ich jetzt sagen würde, also ja, ich würde jetzt vielleicht aufhören zu filmen, weil ich sehe es ja eben irgendwie nicht richtig. Wo filmt sie? Wo ist sie? Das heißt, wir gehen mal ein kleines Stück höher, damit ich ein bisschen mehr Kontrast bekomme. Ja, jetzt ist sie wieder da, ich sehe sie da hinten im Himmel, damit ich auch nirgendwo gegen fliege, obwohl sie ja auch hinten Sensoren hat und gehe noch eine ganze Ecke weiter nach hinten. Also ich sehe sie jetzt noch, aber so, sie wird kleiner und kleiner und kleiner. Da hinten ist jetzt nachher auch eine Baumgruppe. Ich weiß noch nicht, ob ich schon drüber bin. Also Leute, das ist eine Ecke weit weg. Ja? Das ist eine Ecke weit weg. Wir gehen mal mit dem Gimbal nach unten. Ja? Da hinten ist schon diese Baumgruppe, die ich meine. Und die ist schon echt weit weg. Ja? Also Verbindung, ja, du kannst manuell fliegen. Das ist stabil. Wer so weit weg fliegt, das reicht dicke. Ja? Wir kommen mal zurück und machen mal hier ein bisschen so Vollspeed, damit ihr mal seht, wie schnell das ist. Ja? Also das ist jetzt die Beschleunigung, die ich hier manuell eingestellt habe. Ihr seht ja zwischendurch, lädt das Bild dann doch immer mal so ein kleines bisschen nach. Das ist sehr, sehr weit weg. Ich würde das tatsächlich für die Drohne so auch nicht übertreiben. Ich finde das angemessen. Ja, man sieht hier sehr schön auch am Ausschlag vom Steuerknüppel, wo die Drohne hinfliegt. Das finde ich cool. Ja, dieser gelbe Ausschlag hier auf dem Steuerknüppel und wir können dann natürlich runterkommen. Ja, gehen nach unten, ein bisschen nach unten, sehen hier den Steuerausschlag, zack, gehen noch ein Stück wieder zurück. Wieder nach unten, ja, drehen so ein bisschen an uns rein
Und da sind wir auch schon wieder. Ja, so, also das Ganze jetzt aufgenommen, natürlich in 8K. Ihr seht schon ein bisschen, zumindest was ich jetzt auf dem Display hier sehe, wir haben teilweise so ein bisschen natürlich den Himmel ausgefressen. Ja, das ist sehr hell. Wir haben natürlich satte Kontrastunterschiede. Ja, das ist nochmal so. Ja, das könnte ein bisschen besser werden und das probieren wir gleich mal. Und zwar drücke ich jetzt mal auf Stopp und wir gucken uns mal das Bild an. Ich gehe mal in einen bestimmten Modus und zwar so. Jetzt halte ich mal die Aufnahme an, stoppe das Ganze, switch nochmal um und gehe mal in den 4K-Modus, aber dafür in den HDR-Modus. Und da bin ich ja mal gespannt, ja, wie viel mehr Kontrast ist da. Und jetzt seht ihr schon, bei HDR bekomme ich ein sehr, sehr flaches Farbprofil. Das ähnelt so ein D-Look-Profil. Ne? Das heißt, hier ist das Ganze nicht so übersättigt wie im Normalfall, sondern ich kriege nachher natürlich in der Nachbearbeitung was raus. Ich mache euch jetzt mal, habe ich nämlich gerade vergessen, mal eine Aufnahme. Und zwar eine Originalaufnahme. So, wir machen jetzt mal, lasst uns mal ein paar Sekunden laufen, das quasi entsättigte Material hier. Wir fliegen auch mal ein kleines Stück zurück, dass wir mal ein bisschen Bewegung mit drin haben. Gehen ein kleines bisschen weiter mit nach oben. So, machen mal einen Flug nach hinten. Und jetzt werden wir mal Folgendes machen. Jetzt machen wir hier einen Cut. Und ich mache mal Color Grading bei mir auf dem Rechner. Und ich zeige euch jetzt meine quasi berichtigte Version davon, so würde ich sagen. Wir fliegen auch mal wieder ein bisschen vorwärts, dass wir auch hier ein bisschen Bewegung drin haben. Zack, kommen wir so ein bisschen runter zu mir. Ja, das sieht schon gut aus. Zack, und zu mir ran, noch ein bisschen runter. So, also das wäre jetzt die Version, wenn wir quasi HDR eingeschaltet haben. Das heißt, flaches Farbprofil, das wir dann entsprechend nachbearbeiten können. Wir machen hier nochmal einen Cut und gehen nochmal hier in den normalen Modus. Ja, normal, dann seht ihr hier. So, ich mache euch nochmal die Aufnahme an. So, das wäre jetzt meine Normalaufnahme, also der Normalmodus. Ja. Wir gehen mal ein Stück runter, dann seht ihr mich hier auch vor der Kamera nochmal stehen. So, das heißt, das wäre dann hier das, was die Kamera schon rausarbeitet. Also bei mir auf dem Display sieht es ein bisschen aus, hier ist natürlich ein bisschen ausgefressen. Ja. Hell, dunkel, das ist so. Ja. Da sind dann eben auch die Grenzen von so einer Drohne. Wir umkreisen uns mal hier so ein bisschen, ja, auch cool. Auch das können wir natürlich manuell machen. Schönes Umkreisen, ja, das machen wir auch hier nochmal, damit ihr es nochmal seht. Zack, also geht auch. Ja. Du kannst auch manuell hier sehr schön das Ganze steuern, einstellen, ja, alles kein Problem. So, das sieht gut aus, oder? Wir fliegen mal zurück. Ich stoppe da nochmal die Aufnahme. Das heißt, wir kommen jetzt hier zurück, gehen nach unten, ein kleines Stück noch vor, kleines Stück rüber. Das funktioniert, ja, wer schon mal Drohne geflogen ist, weiß, wie es geht. Wenn jetzt mal hier die Aufnahme und lassen die Drohne zielgerichtet hier entsprechend landen. Was wir jetzt machen ist, wir nutzen natürlich jetzt nochmal die Fernsteuerung, die ist ja mit bei. Das heißt, ich wechsle erstmal den Akku, weil der hat es jetzt nämlich tatsächlich erlebt. Wir sind noch bei, was sagt hier die Anzeige, 26%. Ist mir ein bisschen wenig. Ich lade ihn jetzt nochmal auf, beziehungsweise wechsle nochmal den Akku. Und dann schauen wir uns mal diese Fernsteuerung an. Wie koppeln wir das Ganze? Wie kann ich damit fliegen? Und wie funktioniert das mit diesen Steuerknüppeln? Um Drohne und Fernsteuerung miteinander zu verbinden, müssen wir erstmal die Drohne natürlich einschalten und dann hier 3 Sekunden auf die Fernsteuerung, auf das Display drücken. Dann vibriert das Ganze ganz kurz und ich versuche mal, dass ich euch das Display zeigen kann. Ja, hier Hover. Dann connecten wir das Ganze. Wir müssen dafür natürlich die Drohne verbinden, einmal mit der Fernsteuerung. So, er steht jetzt auf Connect. Wir drücken hier nochmal drauf. Dann sucht er die Drohne. Hier oben hat er sie ja schon erkannt. Es gibt ein kleines optisches Signal, ihr Lieben. Und dann sollte gleich hier das Bild auftauchen. Das heißt, wir werfen weiterhin einen Blick auf unser Display hier. Ja, und dann seht ihr, erfolgt der Verbindungsaufbau. Ja, und hier, wenn wir jetzt die Drohne jetzt hier drehen, dann geht es schon los. Wir können jetzt hier auf den Button tippen und dann beginnt auch die Aufnahme. Ja? Ihr seht es hier, dann beginnt die Aufnahme und die stoppen wir jetzt nochmal. Wofür ist jetzt diese kleine Fernsteuerung? Im Grunde habt ihr gar nicht so viele Funktionen damit, wenn ihr die einzeln habt, sondern ihr könnt einen Home-Button nutzen, ihr könnt die Drohne ein bisschen ausrichten, wenn sie schwebt. Sie schwebt quasi hinter euch. Das Ganze soll so ein bisschen als Ergänzung dienen. Um da eine richtige Fernsteuerung draus zu machen, müsst ihr das Ganze nochmal koppeln. So, das machen wir mal. Ich versuche mal hier beides in der Hand zu behalten. Zack, und zwar brauchen wir dafür dann die Erweiterung. Es sind ja 2 Handgriffe mit bei. Und zwar den hier. Der hat hier hinten nochmal so eine Taste. Das Ganze magnetisch hier unten gekoppelt. Dann gehen hier unten 2 LEDs an. Und los geht's. So, wir müssen dafür nochmal in den manuellen Modus wechseln. Dafür können wir hier durchswitchen
Bird Eye, Dolly Track, Side, Manual Control. Okay, dann gehen wir auf Go und auf Preview, damit wir natürlich die Vorschau sehen. Auf der Drohne selbst steht jetzt Manual Control. Jetzt starten wir sie mal. Und zwar starten wir sie und lassen sie dann fliegen. So, Drohne ist jetzt gestartet, ist natürlich hinter der Kamera. Hat einen Grund, ich will euch nämlich was zeigen. Also, wir haben hier die Ansicht. Wir machen mal eine Aufnahme, dafür drücken wir aufs Display. Jetzt werde ich quasi aufgenommen und ihr seht mich jetzt hier. Jetzt kann ich mit dieser Fernschauung, mit dieser Erweiterung schon fliegen und zwar mit einer Hand. So passiert erstmal noch gar nichts. Dafür haben wir hier diesen Funktionsbutton. Wenn ich den drücke und ich blende euch mal parallel dazu das Videobild aus der Drohne ein. Ich drücke den und gehe dann leicht nach vorne, dann fliegt die Drohne über mich rüber. Genau, so ist nämlich der Funktionsumfang. Das heißt, zack, ich gehe wieder zurück, dann wow, kommt sie nochmal über mich rüber. Und genau so funktioniert das Ganze. Ich drehe mich jetzt mal, damit wir sie sehen. Funktioniert das Ganze dann, ich kann sie nach rechts schwenken, ich kann sie nach links schwenken. Dann habe ich zusätzlich diesen Steuerjoystick. Mit dem kann ich dann die Drohne noch drehen, links und rechts. Ich kann sie sinken lassen und ich kann sie steigen lassen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit mit einer Hand das Ganze. Ebenfalls, ihr seht, jetzt passiert nichts. Wenn ich den Funktionsbutton hinten mit dem Zeigefinger drücke, dann kann das Ganze hier und das schon ziemlich rasant hier sich bewegen. Ziemlich coole Funktion. Wir haben aber ja noch ein zweites Teil für diese Fernsteuerung. Auch das koppeln wir jetzt mal im laufenden Betrieb und dann schaltet mein Display um ins Querformat und dann kann ich hier ganz normal, wie bei jeder anderen Drohne, hoch, runter, rechts, links, das Ganze steuern. Ja? Ich habe dann hier quasi einen vollwertigen Joystick, den kann ich mir noch mal ändern. Und zwar, zack, kann ich das so rausziehen, dann liegt es besser in der Hand und kann dann hier mit der Drohne ganz normal fliegen, während sie aufnimmt. Wir fliegen mal hier vorbei, zack, an mir vorbei. Ja, schöne Aufnahmequalität, was ich jetzt hier auf dem Display sehe. Und auch hier, wir steigen noch mal ein bisschen, wir können hier noch mal ein bisschen nach vorne fliegen. Und der Clou ist, ich habe hier jetzt nicht nur diesen Action-Button, sondern ich habe jetzt auch hier ein Drehrad. Und mit diesem Drehrad kann ich dann den Winkel, den Neigungswinkel des Gimbals verändern. Das heißt hier, ihr seht es hier auf dem live eingeblendeten Bild, auf dem Footage, dass wir jetzt hier steigen und dann kann ich zu mir auch nach unten gucken. Das heißt, im Grunde ist das jetzt hier eine vollwertige Fernbedienung. Zusätzlich könnte ich jetzt, das lässt sich hier nämlich erweitern, mein Smartphone hier einspannen, das Ganze mit dem Kabel verbinden, habe dann mein Smartphone quasi als Display. Aber wir wollten jetzt mal zeigen, was kann diese kleine Fernbedienung. Und ich finde, alles, was ich hier auf dem Display sehe, das ist ziemlich cool. Ich kann auf dem Display mir die einzelnen Modis, ihr habt es gesehen, durchswipen. Ich kann die Aufnahme stoppen. Also das ist so quasi, ja, was man als Nötigstes braucht, wenn man das Smartphone eben nicht dabei haben will. So, wir stoppen jetzt mal hier die Aufnahme, lassen die Drohne landen. Denn jetzt habe ich natürlich noch Fragen. Und zwar Fragen zu diesen beiden Zusatzoptionen. Dafür müssen wir aber die Location ändern, denn ich möchte ja natürlich wissen, fliegt sie jetzt wirklich über Wasser? Und wie sieht es aus, wenn sie so einen kleinen Abhang überfliegt, wo es tatsächlich ein bisschen runter geht? Und genau das testen wir jetzt. Location ist gewechselt. Ich stehe jetzt quasi am Ufer eines Sees. Das werdet ihr aber hoffentlich gleich sehen. Dafür bin ich jetzt in den Automatikmodus gegangen. Wir gehen in den Zoom-Out-Modus und lassen die Drohne jetzt mal 9 Meter weit rausfliegen. Das heißt, sie fliegt übers Wasser. Bevor ihr losfliegt und solche Geschichten macht über Wasser oder über Abgründe, ganz wichtig, hier oben auf dem Display erscheint ein Symbol. Erst wenn das drauf ist, oben links auf dem Display, dann könnt ihr starten. Tja, ich werde starten und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob sie es kann. Das heißt, so, Zoom Out und wir gucken mal, was sie macht da draus, die Drohne. Sie startet, sie nimmt auf und sie kommt hoffentlich auch wieder zurück zu mir. So, Aufnahme ist gestartet. Noch ist sie überm Land, jetzt ist sie überm Wasser. Ja, lieben, bis jetzt sieht es gut aus. Wir haben gute Lichtverhältnisse. Sonne ist natürlich im Rücken, das heißt, sie ist jetzt einmal raus und kommt dann mit der zweiten Aufnahme auch zurück zu mir. Das heißt, erster Test über Wasser im Automatikmodus, Zoom-Out-Modus, problemlos. Drohne hat nicht gestockt oder sonstiges, ist jetzt hier wieder bei mir. Ich strecke meine Hand aus, dann beendet sie die Aufnahme und landet unbeschadet bei mir. Erster Test also. Auf jeden Fall sehr gut. Jetzt testen wir das nochmal, wie das mit der Klippe aussieht, mit dem kleinen Abhang. Aber auch dafür müssen wir noch mal kurz die Location ändern.
Der eine oder andere wird jetzt natürlich ein bisschen schmunzeln, wenn ich ihm erzähle, wo ich bin. Ich habe mir nämlich jetzt die tatsächlich höchste Erhebung oder Absenkung bei mir hier in der Umgebung gesucht, und zwar eine Kieskuhle, die ist da hinten. Deshalb werden wir jetzt auch nicht in einem der Automatikmodus fliegen, sondern wir nehmen die Fernsteuerung. Ja? Gekoppelt habe ich das Ganze schon. Wir starten dafür einmal die Drohne. Ja, setzen Sie mal hier hinten hin. So, dann gehe ich mal gleich ein kleines Stück weiter rüber. Ich drehe sie mal einmal um für euch. Starte hier schon mal die Aufnahme. So, Aufnahme ist gestartet. Ich drehe sie jetzt mal ein bisschen. So, jetzt habt ihr hier die Aufnahme. Und jetzt kann ich ja quasi mit meiner Drohnenfernbedienung durchdrücken. Hier, ich zeige euch nochmal. Hier ist ein kleiner Button. Den drücke ich, mache nach vorne und dann fliegt sie nach vorne. Wir gehen ein Stück weiter hoch. Ja, und dann lassen wir sie doch mal filmen, was sie sieht. Ich kann das Ganze hier super auf dem Joystick verfolgen. Ja, so, sie fliegt jetzt hier rüber. Ich gehe noch ein bisschen höher und da habe ich hier meinen Abhang. Also was man so Abhang nennt. Ja. Das Ganze noch mal ein bisschen links, ein bisschen rechts. Fliegt sich sehr gut. Ne? Ich kann hier zwischen den Bäumen so ein bisschen durchfliegen. Hat ein bisschen was von FPV. Kann dann natürlich noch weiter steigen. Ja, also über einen Abhang. Das Ganze jetzt hier, ja, nicht mehr direkt. Ich gehe mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Kann man natürlich jetzt sehr schön sehen, wie das Ganze funktioniert. So, das ist ziemlich cool. Ihr Lieben, hier kann man noch mal den Gimbal nach unten neigen. Ja, auf dem rechten Joystick seht ihr hier, ich gehe noch mal nach unten, kann den nach oben neigen. Das heißt, wir haben hier eine gute entsprechende Funktionalität auch. So, ich fliege mal zurück. Dafür den Gimbal-Steuerknopf einfach nach hinten. Ja, ihr seht es hier und dann kommt die Drohne auch zurück. Also wir haben jetzt eine schöne Reichweite. Ja, ich fliege hier mal ein bisschen rüber, damit ihr es auch seht. Ein bisschen weiter nach links das Ganze. Zack. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Und natürlich haben wir auch eine gute Reichweite. Ja, ich zeige es euch noch mal hier. Wir gehen noch mal runter. Dann seht ihr natürlich hier auch noch mal den Sand, auf dem wir uns befinden. Gehen noch mal hier nach links. Zack. Ich gehe noch mal ein bisschen hoch und wir fliegen noch mal nach vorne. Dann seht ihr es noch mal mit diesem, ich sag mal, kleinen Abgrund. Ja, also für mich hier im ländlichen Bereich ist das schon was. Ne? So, wir fliegen noch mal nach vorne. Ja, ziemlich schnelle Geschwindigkeit. Gehen hier nach vorne. Und dann sieht man sehr schön, wie es da hinten natürlich so ein bisschen runter geht. Also auch hier kein Problem, könnt ihr toll mitfliegen. Also die Fernbedienung, würde ich sagen, die lohnt sich hier definitiv. Im Hintergrund hört es vielleicht, wir fahren hier die Kipper immer hin und her. Und auch hier, ja, von der Entfernung, das ist schon ziemlich weit weg. Ja? Ich drehe euch mal um, ich drehe mal hier den Gimbal, damit ihr seht, wo wir hier sind. Zack, 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 zack. So, da hinten stehe ich, also irgendwo. Man sieht mich gar nicht so richtig winken. Es ist schon echt weit weg. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder weiter nach vorne. Ja, kommen wir hier zu mir hin, drehen wir das Ganze mal ein bisschen ein. Also schöne intuitive Steuerung, ja, muss man tatsächlich auch so sagen. Kann man super mit fliegen, ja, zack, so ein bisschen rüber, ein bisschen so. Er hat so ein bisschen was von FPV, ne, nach vorne und wir gehen ein bisschen runter, zack, und gehen dann mal hier, ja, kommen wir mal direkt auf uns zu. Muss man ein bisschen umdenken, ne, wenn man zu sich hinfliegt. So, jetzt gehen wir weiter runter und da sind wir, ihr Lieben. Zack, in die andere Richtung will ich natürlich. Will ich in die, nein, in die, ja. So, also da sind wir. So sieht es aus. Können wir denn mal über einen Abhang fliegen? Ja, können wir. Das heißt, es wird Zeit für ein Fazit, oder? Was kann sie denn jetzt und wie viel der Erwartungen, meiner persönlichen Erwartungen, hat sie erfüllt? Ich hatte jetzt schon so eine gewisse Grunderwartung durch die erste Version und ich muss sagen, die zweite, in dem Fall ja die Pro Max, hat meine Erwartungen voll erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Warum? Kommen wir zum ersten Kaufargument, was wahrscheinlich viele nehmen, diese 8K. Okay, 8K, im Grunde hätte jedem klar sein müssen, dass das natürlich auch so ein gewisser Marketingweg ist. Denn wir haben ja gesehen, mit der aktuellen Softwareversion, die ich hier drauf habe, das ist die aktuellste, die es im Moment gibt, könnt ihr 8K vor allem im manuellen Modus nutzen. Denn du kannst die Drohne ja auch nicht nur in diesen ganzen Automatic-Fly-Modis nutzen, sondern du kannst sie als vollwertige Drohne nutzen. Egal ob mit dem Smartphone oder natürlich hier mit dieser Fernbedienung, Fernsteuerung. Und die funktioniert tatsächlich richtig gut. Du kannst den 8K-Modus in ein, zwei dieser Automatik-Modis nutzen, wo die Kamera dich nicht wirklich tracken muss. Das wird was damit zu tun haben, dass natürlich auch der Prozessor hier an seine Grenzen stößt. Ist das schlimm? Finde ich im Grunde gar nicht. 8K musst du erstmal verarbeiten, frisst auch einen Haufen Speicher. 4K hat eine mega Auflösung. Ich finde es nicht zu überschärft. Wir haben schöne gesättigte Farben in den Flugmodis, in denen du 4K nutzt. Und das sind alle. Kannst du dann auch den HDR-Modus nutzen. Hast dann einen super Dynamikumfang, den du rausarbeiten kannst. Jetzt haben wir all die Flugmodis, auch das mit dem Verfolgen und so, ja eher so in Schrittgeschwindigkeit gemacht. Ne? Den einen oder anderen wird es jetzt natürlich interessieren.
Wie schnell ist sie denn jetzt? Das haben wir natürlich ein bisschen ausgereizt. Das heißt, wir sind mal geflogen und zwar nicht einem Fahrrad hinterher, sondern dem Moped meines Großen, und zwar die S51. Ja? Die schafft ja gute 50 km/h und das schafft auch die Drohne. Sowohl in der Verfolgung als auch, und das hat mich erstaunt, im Sideview, das heißt seitlich, im seitlichen Fliegen. 50 km/h. Kein Problem, hat sie problemlos geschafft. Das heißt, für alle, die vielleicht im Downhill-Bereich unterwegs sind oder und sagen, oder auch im Ski- oder Snowboard-Bereich und sagen, ich brauche das ein bisschen schneller, ja? Kein Problem, schafft sie. Ich würde mir tatsächlich dann aber immer die Fernsteuerung so ein bisschen zur Hand nehmen, um mal so einen Blick drauf zu werfen. Ja? Wenn ihr sie doch irgendwo verliert, ihr hört das vielleicht nicht sofort, dann steht sie irgendwo, bis der Akku leer ist und dann geht es auch einfach runter. Sie wartet jetzt nicht, sie geht dann runter, landet dann klar, damit sie nirgendwo runterfliegt. Also, ist sie zuverlässig? Sie ist zuverlässig. Ich hatte keinen Verbindungsabriss oder sonstiges. Ich konnte sie gut autark natürlich auch fliegen mit dem Smartphone und da sehr, sehr weit weg. Das gab nachher so, ich schätze mal, das waren so schätzungsweise vielleicht so 80, 90 Meter. Da gab es immer mal so einen kleinen Ladebalken, dass die Verbindung neu aufgebaut werden sollte. Bis dahin kannst du super sauber mit dem Smartphone fliegen. Wenn es weiter sein soll, nimm die Fernbedienung. Das ist immer konstant gewesen, überhaupt gar kein Problem. Auch diese Moves, die du machen kannst, ja, hier mit diesem Funktionsbutton und das Ganze links, rechts, das ist ziemlich cool. Hat so ein bisschen was von FPV-Fliegen. Du hast sie super unter Kontrolle, reicht völlig aus als Fernbedienung. Und damit ist sie natürlich deutlich erweitert im Funktionsumfang. Du fliegst nicht nur die Orbit Me und was es alles gibt, Follow Me, sondern kannst eben auch an Bereichen fliegen, wo du ja etwas darüber hinaus musst. Sie fliegt über Wasser, sie fliegt über einen Abgrund. Ja. Ich werde das Ganze natürlich noch langfristig testen, auch mal über der Ostsee und auch mal in der sächsischen Schweiz. Das liegt ja jetzt demnächst an. Das heißt, auch da werdet ihr natürlich immer noch mal Footage von mir eingespült bekommen. Ist sie ihr Geld wert, beziehungsweise hält sie, was sie verspricht? Ich finde ja. Ja, also da gibt es jetzt nichts zu meckern. Ist eine tolle Drohne, sie ist autark, du kannst entsprechend mit Fernsteuerung damit fliegen. Also meine Erwartungen hat sie erfüllt. Wie sieht sie jetzt mit der Flugzeit aus und natürlich auch mit dem Akku-Case? Ich kann euch sagen, ich kann euch das nur empfehlen. Ja, wenn ihr vielleicht die Basis euch gekauft habt mit dem einen Akku, dann kauft euch das Ding dazu. Nicht unbedingt einen extra Akku, denn ich konnte jetzt heute im Laufe des Tages den Akku damit zweimal aufladen. Und ich muss jetzt mal gucken, wie viel haben wir noch? Ja, wir haben hier noch 2 so eine Ladebalken. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie schnell die runtergehen. Zweimal habe ich ihn komplett neu aufgeladen damit. Habe jetzt noch hier 2 Ladebalken. Habt den sauberen Transportschutz natürlich, ja, wenn ihr das Ding hier reinpackt. Und es wird sofort geladen. Ja, wenn ihr von A nach B auch vielleicht irgendwo am Fotospot seid oder im Urlaub seid, sicher aufgehoben und ihr könnt den Akku immer wieder damit aufladen. Tja, ihr Lieben, schreibt es mir doch mal gerne unten in die Videokommentare. Jetzt habt ihr ja so das erste Footage mal gesehen, 4K. 8K. Schreibt mir mal gerne an dieser Stelle schon mal 8K. Ist das überhaupt für euch relevant? Ich meine, 8K siehst du auf keinem Fernseher heute. Ja? Also wird auch nirgendwo ausgestrahlt. Auch YouTube bietet ja aktuell, weiß ich gar nicht, ob die 8K anbieten. Ich glaube 4K. Ja? Wo willst du das einbauen? Braucht ihr das überhaupt? Sagt ihr, ja, muss ich haben. 8K ist die Zukunft. Oder sagt ihr, 8K, ja, zum Reinkroppen vielleicht. Ja. Ansonsten ist natürlich auch ein Haufen Datenmenge. Ansonsten ist natürlich 4K hier eine mega Geschichte. 4K, ja, dann tatsächlich auch bis 120 Frames. Slow Motion, ja, Slow Motion sieht cool aus. Ich blende euch hier nochmal kurz Slow Motion. Slow Motion nimmt er dann tatsächlich aber auch keinen Ton auf, ist ganz klar, sondern die 120 Frames werden dann auch ausgespielt und ihr habt gleich eine Slow Motion zur Verfügung. Ja. Also sieht ziemlich cool aus, kann man mitmachen. Wenn euch die Drohne gefällt, schreibt mir auch das gerne mal unten in die Videokommentare. Ist es tatsächlich als Pendant oder Konkurrenz für DJI zu sehen? Ja, die haben ja jetzt auch ihre neue, deutlich günstigere Drohne rausgebracht. Da seid ihr ja bereits mit 200 € dabei. Habt natürlich aber einen, wie ich finde, eingeschränkteren Funktionsumfang als hier bei Hover. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, der erste Eindruck, das Footage da draus, es wird natürlich noch mehr folgen. In den nächsten Videos werdet ihr immer von mir wieder eingebaute Szenen natürlich mit der Drohne sehen, denn ich werde es jetzt dabei haben. Mich hat es überzeugt. Dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem der neuen Videos wiedersehen wollen oder ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne und natürlich völlig kostenlos meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und ich werde jetzt tatsächlich noch die ein oder andere Runde fliegen, denn das macht tatsächlich richtig Spaß.